Magic Johnson ist für viele Basketballfans der beste Point Guard aller Zeiten. Seine No-Look-Zauberpässe sind ebenso legendär wie sein Charisma. In den 80er Jahren führte Magic die Showtime Lakers zu 5 NBA-Titeln. Dazu kamen noch 3 Finals-MVPs, 3 Regular-Season-MVPs und 12 All-Star-Teilnahmen. Der Mann war also ein echter Siegertyp. Deshalb wird es auch höchste Zeit, dass wir Magics Karriere heute einmal in unser aller Lieblingsformat, den 4 Stufen Revue passieren lassen. Was geht, meine Freunde, KobeBjoern ist am Start, und bevor wir anfangen, will ich einmal darauf hinweisen, dass ich gerade zusammen mit 2K eine Verlosung für alle meine Zuschauer am Laufen habe. Die Preise seht ihr hier eingeblendet. Der erste Preis ist ein limitierter Sammelwürfel im 2K-Design mit einem Spalding Takesoft Pro Basketball für euch zum Zocken. Der zweite Platz kriegt die NBA 2K18 Legends Edition für die PS4 und der dritte Platz kriegt den Ball, den ich mir neulich auch selbst zugelegt habe, nämlich den Spalding Gold Series Indoor Outdoor. Ohne Scheiß, ich finde, das sind echt mal großzügige Preise, deshalb hier nochmal ein riesen Shoutout an 2K. Checkt die auf jeden Fall mal aus, die Links findet ihr in der Infobox. Um einen der Preise zu gewinnen, müsst ihr nur 2 Dinge tun. Erstens meinen neuen KobeBjoern Gaming Kanal abonnieren, dort werde ich hauptsächlich 2K18 zocken und vor allem mit den Classic Teams und gerne auch gegen euch zocken. Als zweites müsst ihr noch die KobeBjoern Instagram Seite abonnieren, die findet ihr auch direkt unten verlinkt. Auf Instagram kann ich am besten mit euch kommunizieren, alle Infos zu kommenden Videos und den wöchentlichen Livestreams teile ich euch damit. Es macht also auf jeden Fall Sinn, da vorbeizuschauen. Jeder, der bereits abonniert hat, ist automatisch beim Gewinnspiel dabei. So, und jetzt aber auch genug gelabert. Danke für eure Geduld, Männer, und jetzt viel Spaß mit den 4 Stufen des Magic Johnson. Nummer 1, Rookie Sensation Magic. Magic Johnson wurde 1979 von den Los Angeles Lakers an erster Stelle gedraftet. Kurz zuvor hatte er die NCAA Championship gegen Larry Bird gewonnen. Magic und Larry, schwarz und weiß, das war damals Anfang der 80er tatsächlich noch ein Thema für die Amerikaner. Magic Johnson schaffte es aber mit seiner Spielfreude, die ganze Schwarz- und Weiß-Scheiße in den Hintergrund zu rücken. Der Mann war so charismatisch, dass jeder Basketballfan, egal welcher Hautfarbe, automatisch von Magic angesteckt wurde. Schaut euch einfach nur an, wie er Kareem nach diesem Game Winner hier umarmt. So wie Magic sich freut, könnte man meinen, die Lakers hätten gerade eine Playoff-Serie gewonnen. Aber nein, das hier war Magics erstes Saisonspiel, das erste von 82 und dann auch noch gegen die damals grottigen Clippers, aber trotzdem freut er sich einfach zu Tode und will Kareem gar nicht mehr loslassen. Genau diese Spielfreude gepaart mit den unfassbaren No-Look-Pässen machten Magic über Nacht zu einem der größten Stars im Basketball. In der Saison zuvor konnten die Lakers ohne Magic nur 47 Spiele gewinnen und flogen in der zweiten Playoff-Runde raus. Mit ihrem neuen Super-Rookie kamen sie auf 60 Siege, damit waren sie das zweitbeste Team in der NBA und erreichten sogar die NBA Finals, und unser 20-jähriger Magic hatte daran einen großen Anteil. Natürlich hieß der Superstar Kareem Abdul-Jabbar, der in dieser Saison auch MVP wurde, aber Magic drückte der NBA schon seinen Stempel auf. 18 Punkte, 7 Assists und 8 Rebounds, nicht zu vergessen 2,4 Steals. Die Lakers standen also in den NBA Finals, die Gegner waren die Philadelphia 76ers mit einem meiner absoluten Lieblingsspieler, Julius Erving, aka Dr. J. Dazu kamen noch Daryl Dawkins, aka Chocolate Thunder, und Maurice Cheeks. Die Sixers hatten 59 Spiele in der Saison gewonnen und waren alles andere als ein schwaches Eastern Conference Team. In den Finals wechselten sich die Teams mit den Siegen ab. Die Lakers gewannen Game 1, die Sixers Game 2, die Lakers Spiel 3, die Sixers Spiel 4 und die Lakers wieder Game 5. Und bevor wir jetzt zum legendären Game 6 kommen, lasst uns schnell auf Magics Leistungen schauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mann damals 20 Jahre alt war, 20 Jahre in seiner Rookie-Saison, und trotzdem fehlte ihm in Game 1 der Finals nur ein Rebound zu einem Triple-Double. In Game 2 fehlten ihm nur 2 Rebounds zu einem Triple-Double, und Game 4 und 5 drehte er vollkommen durch. In Spiel 4 28 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists. In Game 5 entspannte 14 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists. Können wir mal kurz darauf klarkommen, dass der damals ein 20-jähriger Rookie war? Welcher Spieler kann bitte in dem Alter solche Zahlen in den Finals auflegen? Einfach nur unglaublich, aber nichts ist so unglaublich wie das, was in Game 6 der NBA Finals 1980 passierte. Kareem Abdul-Jabbar, der Superstar Center der Lakers und amtierende MVP der NBA, hatte sich im Spiel zuvor verletzt. Die Lakers mussten also ohne ihren Captain nach Philadelphia fliegen. Bisher führten die Lakers ja 3:2 in der Serie. Mit Kareem hätten sie den Sack in Philly vielleicht zumachen können, aber ohne ihn keine Chance. Das dachten damals alle Menschen in der Basketballwelt, außer
außer einem, Earvin Magic Johnson. Als das Team den Flieger nach Philadelphia nahm, setzte sich Magic auf den Platz von Kareem, drehte sich zu seinen Teamkollegen um und sagte: Macht euch keine Sorgen, wir gewinnen das Ding. Gesagt, getan, die Lakers überrollten die 76ers in ihrer eigenen Halle. Magic stand 47 Minuten auf dem Feld, dabei spielte er Center, Point Guard, Forward, einfach alles, was die Lakers gerade brauchten. Am Ende legte er unfassbare 42 Punkte, 15 Rebounds und 7 Assists auf. Alter, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er damals 20 Jahre alt war. Magic wurde zum jüngsten Finals-MVP aller Zeiten gewählt und nach diesem Spiel wie ein Gott in Los Angeles verehrt. Und das auch vollkommen zu Recht. 20 Jahre jung, NBA-Champion und Finals-MVP. Das ist doch mal eine gelungene Rookie-Saison. Den Titel Rookie of the Year hat er aber übrigens nicht gewonnen. Der ging an Larry Bird. Das ist aber auch ganz gut so, denn die Ergebnisse zur Wahl wurden genau vor Game 6 in Philadelphia veröffentlicht. Magic nahm den Snub als Motivation und holy shit hatte sie ihn motiviert. Nummer 2, Tragic Johnson. Zu sagen, dass Magic Johnson ein Siegertyp war, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. State Championship in der High School, National Championship im College, NBA Champion im ersten Jahr. Man dachte wirklich, es würde immer so weitergehen und zuerst sah es auch so aus. In Magics dritten Jahr gewannen die Lakers wieder gegen die 76ers mit Dr. J in den Finals. Dann kam der erste Setback. 1983 wurden die Lakers aus den Finals gesweept. Ratet mal von wem? Yup, den Philadelphia 76ers. Die hatten keinen Bock mehr, jedes Jahr gegen die Lakers zu verlieren und hatten sich Moses Malone ins Boot geholt. Moses und Dr. J machten kurzen Prozess mit den Lakers, aber diese Serie macht Magic nicht zu Tragic Johnson. Sein Resümee sah immer noch gut aus. 4 Jahre NBA, 3 Finalteilnahmen, 2 NBA-Titel und 2-mal Finals-MVP. Aber dann kam das nächste Jahr und ein alter Bekannter traf auf Magics Lakers, Larry Bird und die Boston Celtics. Hier werde ich jetzt den Ausschnitt aus meinem Video die 4 größten Blackouts in NBA History einblenden, weil ich da die ganze Tragic Johnson Sache schon für euch zusammengefasst habe. Erfolge, Showtime, Lächeln, all das konnte Magic gefühlt immer abrufen, zumindest bis zu den 84er Finals gegen die Celtics. In Game 2 stand es 13 Sekunden vor Ende des Spiels unentschieden. Die Lakers haben den Einwurf und der Ball geht zu Magic. Der blackt aber vollkommen out und dribbelt einfach die Uhr runter. Anstatt Kareem direkt anzupassen, dribbelt und dribbelt er. Erst eine Sekunde vor Schluss passt er den Ball und dann ist es leider auch schon zu spät. Man kann diesen Moment nicht anders außer als Blackout betiteln. Magic hatte den Ball in den Händen und er dribbelt einfach die Uhr komplett runter. Die Lakers haben das Spiel dann in der Overtime verloren. In Game 4 fanden sich die Lakers in einer ähnlichen Situation. 113:113 und noch 16 Sekunden zu spielen. 16 Sekunden, um einen guten Angriff auszuführen. Der Ball geht erstmal zu Rambis und Magic holt ihn sich direkt ab. Scheinbar sollte der Spielzug für James Worthy gelaufen werden, denn Magic geht in die Ecke und versucht einfach 10 Sekunden lang Worthy anzuspielen. Das ganze Play ist so offensichtlich, dass jeder Zuschauer sofort weiß, yo, die Celtics machen Worthy zu. Wie wär's, wenn du aus dem Play ausbrichst und einfach was anderes läufst? Aber nein, Magic wartet wirklich 10 Sekunden und spielt dann den Pass so bescheuert, dass Robert Parrish den Ball stealen kann. Aber okay, das Spiel geht in die Verlängerung. 34 Sekunden vor Schluss steht es wieder unentschieden und Magic bekommt 2 Freiwürfe. Und was soll ich euch sagen? Er ballert sie einfach beide daneben. Klar kann sowas mal passieren, aber als zukünftige Legende und als bester Point Guard der Liga darf es einfach nicht passieren. Am Ende von Game 4 kriegt er auch noch den Game Winner von Larry Bird ins Gesicht. Leider ist die Serie damit immer noch nicht vorbei. In Game 7 im Boston Garden schießt Magic nur 36% aus dem Feld und hat 7 Turnover. 2 davon kommen innerhalb der letzten 1,5 Minuten des Spiels. Die Celtics gewinnen und Magic wurde am nächsten Tag von allen Zeitungen als Tragic Johnson betitelt. Und da habt ihr sie, die berüchtigte Finalserie, die Magic Johnson kurzzeitig zu Tragic Johnson werden ließ. Wirklich krass, wie schnell sich das Bild eines Spielers ändern kann. Es braucht nur eine schlechte Serie und schon stinkt das ganze Resümee im All-Time-Great-Vergleich ab. Aber Gott sei Dank konnte Magic seinen Namen im Laufe der Karriere wieder reinwaschen und wie er das geschafft hat, schauen wir uns jetzt zusammen an. Bevor wir aber zu Stufe 3 kommen, einmal für euch der Hinweis, dass ihr den Kanal gerne unterstützen könnt. Ich liebe es, diese Videos für unsere Community zu machen, aber es ist auch verdammt viel Arbeit und leider erlaubt es mir die NBA nicht, auf YouTube Werbung zu schalten. Ich verdiene mit den Videos also leider kein Geld, deshalb möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, wie ihr den Kanal trotzdem unterstützen könnt. Unter jedem Video findet ihr in der Infobox
Infobox einen Amazon-Link. Wenn ihr darüber bei Amazon einkauft, ganz egal was, bekommt der Kanal eine kleine Provision von Amazon ausgezahlt. Es kostet euch also keinen Cent, sondern Amazon gibt einfach ein bisschen Geld an den Kanal ab. Wenn ihr supporten wollt, könnt ihr den Link einfach als Lesezeichen bei euch speichern und eure Amazon-Einkäufe darüber laufen lassen. Ansonsten haben wir auch eine Patreon-Seite, die ist ebenfalls unten verlinkt. Dort könnt ihr monatlich einen kleinen Betrag spenden. Das hilft mir natürlich übertrieben und an der Stelle auch danke an alle Patreons, die schon auf der Seite aktiv sind und mir wirklich in dieser harten Anfangszeit extrem aushelfen. Und als letztes noch gibt es jeden Sonntag ab 18 Uhr einen Livestream hier auf YouTube. Dort können die Zuschauer, wenn sie möchten, kleine Beträge direkt in den Chat spenden und das ist auch super hilfreich und an der Stelle auch ein riesen Danke an alle, die jede Woche dabei sind. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit über PayPal und Tipeee-Stream zu spenden. Die sind auch immer in der Infobox verlinkt. Danke wirklich jedem einzelnen von euch, der meine Arbeit hier unterstützt. Ich liebe es einfach, diese Videos zu machen und habe keinen Bock, dass ich damit aufhören muss, nur weil sich die NBA meine Werbeeinnahmen in die Tasche steckt. Danke fürs Zuhören, Männer, und jetzt zurück zum Video. Nummer 3, Redemption Magic. Wie gesagt, als All-Time Great darf man sich auf seinem Resümee eigentlich keine Fehler erlauben. So eine Tragic Johnson-Serie und dann auch noch gegen den Erzrivalen in Larry Bird, das darf einfach nicht passieren. Zumindest nicht, wenn man ein All-Time Great sein will, aber es ist passiert. Warum redet dann heute niemand von Magic als Loser oder als Joker oder als Tragic? Weil Magic nur ein Jahr später in den 85er Finals auf Rachefeldzug gegangen ist und zwar direkt gegen die Celtics. Wieder standen die beiden historischen Franchises gegenüber. Larry vs. Magic, aber diesmal war Magic ready. In 6 Spielen wurden die Celtics besiegt. The greatest point guard of all time legte eine unnormal starke Statline auf. 18 Punkte, 7 Rebounds, 14 Assists und 2 Steals pro Spiel. Fucking 14 Assists pro Spiel. Wie heftig ist das denn bitte? Und das, obwohl es in Game 1 der Finals noch ganz anders aussah. In Spiel 1 der 85er Finals, das heute nur noch als Memorial Day Massacre bekannt ist, wurden die Lakers mit 148 zu 114 zerstört. Trotzdem kamen sie zurück, angeführt von Magic und Kareem. Magic legte in Game 6 ein Triple-Double auf und holte den Titel im uneinnehmbaren Boston Garden. 1987, also 2 Jahre später, spielten die Lakers wieder gegen die Celtics in den Finals und wieder war es Magic, der die Serie für sich entscheiden konnte. Diesmal mit dem legendären Baby Skyhook in Game 4, einem Seriendurchschnitt von 26, 8, 13 und 2 und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, dem 3. Finals MVP. So stellt man seinen Namen wieder her. Man kann gegen so ein starkes Team wie die 80er Celtics natürlich mal verlieren, aber dann geht man im nächsten Jahr in den verdammten Boston Garden, reißt ihnen das Herz raus und trampelt drauf herum und dann kommt man 2 Jahre später nochmal dorthin und wiederholt die Tortur. Das klingt vielleicht nicht schön und sowas will auch nicht jeder hören, aber um the greatest of all time zu werden, darf man keine Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen. Tragic Johnson war vergessen, Magic Johnson war wieder da, was uns zur letzten Stufe des NBA-Spielers Irvin Magic Johnson führt. Nummer 4, the greatest point guard of all time. Wenn man sich den größten Point Guard aller Zeiten konstruieren müsste, dann würde man mit einem unvergleichbaren Passing Skill anfangen. Dazu kommen die Fähigkeiten, ein Team zu Erfolgen zu führen, der unbändige Wille zu gewinnen. Der Basketball-IQ müsste auf einem Level sein, das nur wenige Spieler jemals erreicht haben. Er müsste sich von jedem anderen Point Guard der Welt abheben. Er müsste etwas Einzigartiges haben. Nicht nur Leadership, Erfolge und Basketball, sondern auch Spielfreude und Charisma. Diese Beschreibung passt wohl auf niemand besser als auf Magic Johnson. Magic spielte 12 Jahre in der NBA, davon stand er 9-mal in den Finals, wurde 5-mal Champion, wurde 3-mal Finals MVP, dazu kommen noch 3 Regular Season MVPs, 12 All-Star-Nominierungen, 2-mal Steal-Leader und 4-mal Assist-Leader der NBA. Dazu war er der erste große Point Guard, eine Revolution in der NBA, 2,6 Meter groß, aber trotzdem Point Guard und das in den 80ern, lange bevor ein Ben Simmons überhaupt geboren wurde. Magic war einfach das komplette Paket. Ich habe diese letzte Stufe in Magics Karriere jetzt mit Absicht etwas vage gehalten, denn es gibt so viele großartige Finals-Performances von ihm, so viele Spiele und Statlines, die einfach nur unglaublich sind, aber irgendwann stumpft man auch ab, wenn ich euch jetzt immer wieder nur Statlines entgegenwerfe. Für mich, als jemand, der seit 2004 die NBA verfolgt, aber seitdem wirklich seine Hausaufgaben gemacht und jeden großen Point Guard dieser Liga analysiert,
analysiert hat, steht es außer Frage, dass Magic der größte Point Guard aller Zeiten ist. Die Erfolge, der Impact auf die NBA, die Rivalität mit Bird, das Lächeln, die Showtime Lakers, all das macht ihn in meinen Augen zum besten, größten und wichtigsten Point Guard in NBA History. Alles, was nach 92 passiert ist, werde ich hier nicht covern, weil die 4 Stufen sich eigentlich nur auf die Karriere konzentrieren sollen. 1991 trat Magic aus gesundheitlichen Gründen aus der NBA zurück. Trotzdem spielte er 92 im NBA All-Star Game und verabschiedete sich mit diesem legendären Moment für immer aus der Liga. Erstmal spielte er 1 gegen 1 mit seinem Homie Isaiah Thomas. Magic, boy, you've got to be alert when you're on the court with Urban Johnson. 9 assists for Magic, all in the second half. So while he wasn't scoring in the second half, he was dishing them away. One-on-one, Isaiah against his buddy Magic. He didn't want to embarrass him. And Magic stole, come on, bring it back here again. Magic raises his. Danach war Michael Jordan dran. That he's Dave Kylett's up there, and 30 years said they never had a better scholar athlete. They're all taking a shot at the Magic. Oh, now it's Jordan against Magic. The crowd on its feet. Well, this is a mismatch, and Magic would be the first to admit it. Michael Kind. And that's true, Magic said. Bring the next one on. Yes, he is. Und darauf folgte dieser Dreier und das schönste Ende eines All-Star-Games aller Zeiten. Mit 14 Sekunden auf der Uhr wollte niemand aus dem East-Team mehr den Ball. Stattdessen gingen sie zu Magic, um ihn zu gratulieren. Magic wurde damals das 2. Mal in seiner Karriere All-Star-MVP und damit war seine Karriere vorbei. Die paar Spiele 96 vergessen wir mal. So, und damit sind wir auch am Ende dieses 4-Stufen-Videos angekommen. Wie gesagt, ich wollte mich vor allem auf Magics Basketballkarriere konzentrieren. Die ganze Krankheitssache hat damit einfach nichts zu tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, am Sonntag gibt es ab 18 Uhr hier auf YouTube den nächsten Stream. Und vergesst das Gewinnspiel nicht. Einfach Instagram und KobeBjoern Gaming abonnieren. So, und das war es jetzt auch leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace!